Willkommen zu einem Update-Video. Wir reden heute über AMC GME COS, Beyond FFI GoPro und Doku und Spy. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode, erkläre wieder dazu, wie es funktioniert und was die Regeln sind, verlinke ich euch wieder ans Ende des Videos. Gut, dann springen wir gleich mal rein in AMC. Und für AMC heute, erstens, ich werde versuchen, ein kürzeres Video zu machen, weil sie werden irgendwie immer länger. Zweitens, ich werde heute AMC GME COS zusammen behandeln. Ja. Haupttracking wird noch immer AMC sein, ja, weil COS habe ich keine Position, GME interessiert mich nicht so. Aber GME ist halt unsere Bestätigung. Für AMC, wie immer, für das ganz große Tracking, für Preisziele, für wie der Squeeze ausschauen könnte, Ein-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze und, verlinke ich euch das neue große Video von Sonntag. Heute schauen wir uns nur an, was wir bis jetzt gemacht haben im Micro-Tracking. Also zoomen wir mal rein. Naja, und zum Haupttracking hat sich nicht viel geändert. Ja. Wir haben heute die 0.5 gebrochen. Also das ist zumindest schon mal was. Ja. Warum ist die 0.5 so wichtig? Kleine Wiederholung. Wie immer, nur einstündige Chart. Linke Seite heute. Mittlere Seite ist Jänner 2021 und rechte Seite ist April, Mai 2024. Und wenn wir uns anschauen, wie tief wir von jedem A in jedem der 3 Squeezes gefallen sind, oder 2 Squeezes gefallen sind, dann war es entweder die 0.5 oder die 0.6. In 2024 war es die 0.6, in 2021 war es die 0.5. Somit perfekt. Ja. Ob das jetzt erst das T war, das kleine, und wir noch immer runter zur 618 müssen, oder ob wir im Micro-Tracking das T schon hier hinsetzen müssen, werden wir die Bestätigung bekommen bis Freitag. Ja. Wenn wir jetzt bis Freitag weiterfahren, ja, wir haben jetzt nur noch Donnerstag und Freitag, und bei der 618 bouncen, ja, dann wird dieser Peak hier, dieser ganz kleine, unser T sein. Ja. Wenn wir jetzt von morgen an bouncen und anfangen, dieses Higher Low zu machen, dann wäre das Bestätigung für die 0.5 Bounce. Ja. Nur eins dazu, falls es jemand nicht sieht, die 0.618 wäre bei 1,23. Jetzt nur eine Sache. Erstens, weil ich die Frage heute schon bekommen habe. Nee, also so ein kleines Higher Low reicht nicht, meiner Meinung nach. Ja. Wenn man sich das anschaut, 2021, das wäre unser Ursqueeze, hat das 2 Tage gedauert. Deswegen, wenn wir jetzt wirklich morgen, sagen wir, so schnell hinaufschießen und am Donnerstag und am Freitag so schnell hinunterschießen, okay, ja, lasse ich mit mir reden. 2024 hat dieses Higher Low 9 Tage gedauert. Ja. Also ich gehe nicht davon aus, dass dieses Higher Low jetzt Wochen dauern wird. Ja. Dann stimmt irgendwas nicht. Dazu kommen wir auch noch. Ob 2 Tage reichen? Nee. Ja. Eins sage ich allerdings ganz offen dazu, weil ich habe das heute bei so vielen YouTubern gesehen. Ja. Und ich bin generell immer der Meinung, ihr sollt auch nicht mir glauben. Ja. Ihr holt euch Ideen, trackt es selber. Aber ihr sollt niemandem glauben, meiner Meinung nach. Vor allem YouTuber nicht. Ja. Was ich oft gesehen habe, ist, wir brauchen das nicht. Oder das hier ist das hier. Ja, also jeder soll sein eigenes Tracking haben. Mir zu erklären, dass das hier ein Higher Low ist, nachdem wir hier runtergetroppt sind, ist für mich einfach Bullshit. Es tut mir wirklich leid, dass ich das so eindeutig sage. Es ist einfach absoluter Bullshit. Natürlich, meine Methode existiert deswegen, weil bei, sagen wir, 80% der Fractals
sollte man keine Bars-Pattern nehmen. Ja? Also es ist meistens nicht 1:1. Ja, stimme ich zu. Aber ein Higher Low ist per Definition ein Higher Low. Wenn ein Higher Low ein tieferes Low hat, ist es kein Higher Low. Ja? Und wenn man sich halt das hier anschaut, ja, dieses Higher Low taucht in jedem unserer Squeezes auf. 2021, 2024, 2025. So eine wichtige Landmark zu sagen, braucht man jetzt nicht. Ich könnte falsch liegen, aber ich tendiere dazu, dass ich nicht falsch liege. Was bedeutet das? Naja, kann man wieder auf den großen Chart gehen. Wenn wir jetzt bis Freitag weiter runterfallen und erst am Freitag hier vielleicht erst einen Bounce sehen, dann sehe ich für nächste Woche schwarz. Ist eindeutig. Ja? Natürlich können wir dann plötzlich einfach das Higher Low überspringen. Meinetwegen, wäre das erste Mal, ja, und ich kann immer falsch liegen. Aber für mein Tracking, wenn wir das hier bis Freitag machen, ja, dann meiner Meinung nach werden wir die ganze nächste Woche dieses Higher Low machen. Ja? Jetzt zu den Alternativen. Erstens, jedem sollte klar sein, der mich schon länger verfolgt, alles unter der 786. Das bedeutet alles unter 109. Und das ganze Ding hier wird NT. Und es bedeutet, wir machen es nicht dieses Jahr. Ja? Ganz, ganz eindeutig. Ja? Kein Honig ums Maul schmieren. Dann machen wir ein neues Outside Low. Ziele sind irgendwas zwischen 80 und 30 Cent. Und es ist nicht dieses Jahr. Gut. Für die Alternative. Weil die Sache ist die. Das Problem an AMC ist, selbst wenn wir nicht dieses Jahr laufen sollten, ja, wovon ich noch nicht ausgehe, sage ich auch eindeutig, ich bin noch bullish, wir sind jetzt Mitte Mai, ja, für mich haben wir noch immer 2 Wochen Zeit. Das Gemeine an AMC ist, und das sage ich jetzt auch ganz klar, selbst wenn wir die bärische Variante nehmen, wo wir bis nächstes Jahr fallen werden, wird AMC bullish ausschauen. Bis, sagen wir, Oktober, August. Wird es. Warum? Weil wir dann hier hinauflaufen werden. So wie das Higher Low. Dann werden wir hier langsam runterlaufen. Und zwar wirklich langsam. Jeder wird denken, es ist noch ein Higher Low. Dann, und das kann Wochen dauern, ja, dann brechen wir das hier mal. Ja. Für mein Tracking ist das dann eindeutig ein T. Und für mein Tracking dann würde ich auch sagen, dass das hier unser T wird. Aber es wird noch immer bullish ausschauen. Ja? Wir sind dann noch immer hier drüber. Ja? Dann gehen wir wahrscheinlich noch ein bisschen hinauf. Dann fallen wir wieder weiter runter. Wenn wir das dann hier berühren, ist es für mich klar, es ist vorbei. Wir werden dann allerdings vielleicht wieder raufgehen. Wieder hinunter. Das Problem bei AMC ist, für AMC gehe ich nicht von einem massiven Knife aus. Ja? Auch selbst wenn wir es bearish machen, gehe ich nicht von einem massiven Knife aus. Ihr werdet ganz langsam bis Dezember runtergrinden. Ja? Vielleicht bis September und dann sehen wir mal ein paar größere Moves nach unten. Aber nichts Schnelles. Es war dasselbe 2024, 2025. Ein schönes, langsames. Und dann machen wir dazwischen immer ein paar Higher Lows, die nachher wieder brechen. Dann machen wir wieder ein neues Higher Low. Immer so richtig, ein richtig Arschloch-Move, damit mal jede zweite oder jede Woche, das schaut aber eigentlich ganz gut aus. Ja? Deswegen, klar, AMC schaut derzeit einfach bullish aus. Ist es auch. Ja? Es kann halt leider auch nur eine Falle sein. Die Sache ist, GameStop nicht. Ja? Deswegen springen wir jetzt schnell nach GameStop. Hier für die ganze Geschichte, Preisziele, wie das Squeeze ausschauen sollte, verlinke ich euch das neueste Video von Sonntag am Ende. Na, dann schauen wir es uns mal an. Die Sache ist nämlich für GameStop, ich bin noch immer bullish. Wir kommen allerdings langsam in ein Level, wo ich langsam ein bisschen kribbelig werde.
Ja? Fürs Tracking, ja, ist November, fürs Bullische, ist November noch immer unser Low. Dann haben wir ein wunderschönes Higher Low und dann sind wir raufgelaufen zu unserem A. Und zwar über T. Und das, wie gesagt, das ist halt das letzte, sollte das letzte A vor dem Squeeze sein. Ja? Und dann haben wir einen Pullback gemacht. Ja? Und A muss ja von seinem Low bis zum Peak entweder eine 0.5 oder eine 0.6 Pullback machen. Wobei auch hier einfach zählt, ihr könnt es über der 0.6 oder unter der 0.6 bouncen. Oh, das gleiche für die 0.5 oder auf der Linie. Ja. Was A unter keinen Umständen machen darf, ist die 786 zu berühren. Und hier kommt jetzt langsam das Problem. Ja. Weil, ganz ehrlich, wir sind jetzt bei 22,10 heute. Wir sind 3,5% entfernt. Muss noch nichts heißen, ja? Weil wenn man sich das hier näher anschaut, ja, dann könnte das hier einfach das Higher Low sein. Ja? Wir halten es, marschieren nach oben. Ja? Ist alles noch super. Ja? Und das sollte, das ist halt auch das Nächste, habe ich auch in den anderen Videos gesagt, meinetwegen laufen wir jetzt diese Woche noch seitwärts, also seitwärts, ja, und machen dieses kleine Higher Low fertig, machen irgendeinen Blödsinn. Okay. Es läuft uns noch langsam die Zeit davon. Ja, also ab nächste Woche, wenn wir noch immer bullish sein sollen, will ich zumindest über 26. Ja, also alles über 26, ja, wenn wir jetzt so hier hinauflaufen, okay, wir sind weit weg von der 786. Wir haben Bestätigung, super, perfekt. Ja, da müssen wir halt vielleicht nur noch auf AMC warten, ja, aber sonst ist alles perfekt. Hier hinunterbrechen wäre scheiße. Es wäre wirklich scheiße. Und es ist nicht nur meine 786. Ja? Es ist auch das Problem, wenn man sich das hier anschaut. Wir haben hier unser V, wir haben ein wunderschönes Higher Low, wir haben noch ein Higher Low, wir haben noch ein Higher Low und jetzt haben wir noch ein Higher Low. Ja? Wir sind die ganze Zeit in einem wunderschönen Aufwärtstrend. Wenn wir die 786 brechen, bedeutet das auch gleichzeitig, wir brechen dieses Low von März. Und das zerstört diesen Aufwärtstrend. Schon ohne Fractal Theory wäre das extrem kacke. Ja. Bevor ich euch noch die Position zeige, ist halt auch die Sache, wenn man es jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen noch irgendwie hinbekommen will, ja, warum auch immer, könnte man noch argumentieren, dass das ganze Ding unser Higher Low ist. Ja, meinetwegen. In dem Fall dürfen wir einfach nur nicht unter 1962. Allerdings ganz ehrlich, gut, kann man machen. Ja, ich weiß nicht. Dann würde man es meiner Meinung nach halt nur hinausschieben, dass man es bullish sieht. Ja. Und auch dazu sei halt gesagt, wir sind hier über T gelaufen. Ja, also Higher Low rennt normalerweise nicht über T. Und okay, selbst wenn wir das Ganze vergessen und sagen, okay, warum nicht? Ja, wenn das erst das Higher Low ist, ja, nehmen wir es mal an, ja, dann müssen wir noch immer das A machen, den Breakout Retest machen und dann squeezen wir. Wann? Ja, also wenn wir das jetzt ernsthaft so tracken, ja, vielleicht fallen wir bis Freitag hier hinunter, wobei ich annehmen würde, das würde bis nächste Woche dauern, wenn nicht irgendwas Katastrophales passiert. Ja. Dann der Uprun. Okay, wir haben gesehen, das kann schnell passieren. Ja. Aber ich würde von diesem Run trotzdem für 1-2 Wochen ausgehen. Dann sind wir schon Juni. Ja. Ich nehme mal an, dass dann dieser Peak hier Juni 8 das Shareholder-Meeting sein wird. Ja. Wo halt dann Ja gewotet wird für die neuen Delusion. Dann wäre die Logik, okay, dann fallen wir hier runter, Breakout Retest. Und dann squeezen wir Ende Juli, Juli? Haben wir noch nie gemacht. Wenn wir das machen, werde ich es halt so tracken müssen. Ich habe eine kleine Position in GameStop. Ich muss ehrlich sagen, wenn wir hier 21,30 brechen, bin ich raus. Ja? Für GameStop.
Klarerweise, mir ist klar, GameStop, AMC und Kors gehen gemeinsam. Ja? Allerdings sollte ich mich hier irren. Kann ja sein. Und wir machen wirklich dieses High-Low hier. Ähm, ich weiß, dass AMC nicht kneifen wird, dass ich da mehr Zeit habe. Und falls wir dann das hier machen werden, okay, fein. Ja. Ich muss allerdings auch sagen, also ganz ehrlich, wenn wir 21:30 brechen, tendiere ich wirklich dazu, in Putz zu gehen. Weil, was passiert denn? Also für mein Tracking, was passiert denn? Sagen wir, am Freitag haben wir 21:30 gebrochen. Dann kann das hier nicht mehr A sein. Dann wird das unser T. Und wie in den letzten Videos gesagt, ja, das wäre nur das T von diesem M. Ja. Um das zu beenden, das M hat hier angefangen, ja, müssen wir also auf jeden Fall unter 17, 48. Dann würden wir erst raufkommen, dann machen wir unser richtiges T von dem Ganzen hier. Ja, und dann fallen wir zu unserem V under A. Weil das Ganze seit Mai ist noch immer unser großes Higher Low und das endet in einem V under A. Und das Low vom A ist bei 13,61. Ja? Deswegen, ich bin auch der Meinung, ja, ich kann schon verstehen, dass manche Leute, vor allem ihr jetzt, für 17 tracken. Nur erstens, für mich ist 17 viel zu hoch. Ja? Und die meisten von diesen Leuten sagen auch, wir fallen zu 17 und dann squeezen wir Juni, Mai. Meiner Meinung nach, wenn wir das machen, wir werden raufgehen. Wir werden aber nicht diese Haupttrendlinie brechen, ja, also irgendwas zwischen 25 und 30. Und bis Ende diesen Jahres, November, würden wir zu 13 runterfallen. Und dann haben wir wieder die Chance, ein Higher Low zu machen und vielleicht irgendwann nächstes Jahr machen wir dann den Squeeze. Also für mich wäre das verflucht bärisch. Ich denke es noch nicht, allerdings GameStop muss verdammt nochmal bouncen. Ja? Oder es sterben alle 3 Memes. Ja? Auch die Sache, dass die Leute anfangen zu sagen, ja, dann macht halt GameStop das, aber AMC squeeze trotzdem. Die sind nie alleine gelaufen. Jetzt noch eine Sache zu Kors. Weil Kors schaut auch nicht schlecht aus. Wirklich. Also das Einzige, was mir derzeit nicht gefällt, ist GameStop. Und deswegen muss ich sagen, vielleicht habe ich eben einen Fehler in GameStop. Also mir gefällt AMC, mir gefällt Kors. Also wenn ich 2 gegen 1 habe, für GameStop für Kors ist es halt der Squeeze von 2021, ja, war einfach auch ein Higher Low. Ja. Und seit 2024 bis heute war halt das kleine Higher Low zum großen Higher Low. Und für Kors, was wir heute gemacht haben, ist halt einfach interessant, weil wenn ihr euch das anschaut, Kors ist eigentlich fertig heute. Weil das hier war das letzte Higher Low, was wir gebraucht haben. Ja? Hier war unser V. Von diesem Punkt bis zu diesem Punkt seht ihr, wir haben heute die 786 gebrochen. Wir sind auch unter unserem V under A. Ich meine, jetzt könnten wir bis Freitag noch hier ein bisschen rumhantieren. Ja? Das wäre noch okay. Aber im Großen und Ganzen ist das Higher Low fertig. Ja? Und das ist halt wirklich das letzte Landmark, bevor wir was Dummes tun. Ja? Das beste Beispiel, was ich hätte, wäre hier. Ja? April 2024. Das war auch ein Higher Low. Dann haben wir hier am Dienstag und am Mittwoch diese Woche hier, sind wir einfach nur sideways gelaufen. Ja? Wir haben jetzt noch 2 Tage, Donnerstag, Freitag. Ja? Und hier, und das ist sogar schon am Freitag marschiert. Also eigentlich wird es hier vielleicht nur noch um einen Tag gehen, ja? Wenn wir ganz blöd sind. Würde ich für AMC nicht sehen, aber ja. Aber das schaut einfach bullisch aus. Weil was passiert denn danach? Ja? Danach passiert einfach ein Boom. Ja? Aber auch für Kors. Und da gibt es keine Ausnahme. Ja? Wenn Kors hier nicht bouncen sollte, ja, und hier weiter runter marschiert und Kors 3.47 berührt oder bricht, ja, ihr seht, ich habe ja auch hier einen Alert, ja, dann ist das eindeutig T. Und das wäre, wie gesagt, scheiße.
Weil wenn Kors das hier bricht und runtergeht, dann ist das auch für Kors nicht dieses Jahr. Das ist halt Kacke. Ja, vor allem, ihr müsst euch vorstellen, Kors ist die Schildkröte der Memes. Ja, es ist das langsamste Scheißding, was ich je gesehen habe. Ja, wenn es dann endlich marschiert, ja, dann schnallt sich die Schildkröte Raketen auf den Buckel und dann geht's ab. Ja, aber das Runterklettern ist eine Katastrophe. Ja, und wenn Kors hier runterklettert, ja, ole. Ja, dann kann man jetzt natürlich sagen, ja gut, dann macht Kors nichts. Wisst ihr, bei jedem Squeeze war Kors hier, Jänner 2021, hup, hier, Mai 2024, hup, dasselbe wie AMC und Chemie, die sitzen im selben Boot. Ja. Wenn man jetzt plötzlich anfängt mit ein Boot fährt in die andere Richtung, wozu trackt man dann? Ja, dann ist es einfach nur Wunschdenken und Glücksspiel. Ja. Also zur Schlussfolgerung. AMG schaut super aus. Ja, sage ich noch dazu. Ich bin allerdings, wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt, eher der Meinung, wenn wir jetzt nicht plötzlich ein Wunder sehen für Donnerstag und Freitag, und mit Wunder meine ich halt wirklich, wir schießen nach oben, schießen nach unten und halten ein High-Low, dass wir nicht nächste Woche rennen. Ja. Ich bin der Meinung, wir werden am Freitag unser Low finden. Hoffentlich über der 109, das sage ich auch dazu. Und dann machen wir die ganze nächste Woche das High-Low. Ja. Somit, AMC schaut noch immer super aus. Kors schaut auch super aus. Nur GameStop darf meiner persönlichen Meinung 21,30 nicht berühren. Sonst kriege ich persönlich wirklich Probleme mit dem Tracking. Wirklich. Also für mich wäre das absolut bearish. Bevor wir noch uns die anderen Sachen anschauen, zwei Sachen, ja, die nichts mit Tracking zu tun haben. Nummer 1. Sollten wir das wirklich machen und wir kommen wirklich zu dem Schluss, scheiße, die Memes laufen dieses Jahr nicht. Ich sag das nur für alle anderen Memes. Es gab 2021 eine Shooting Order. Darunter fiel zum Beispiel Beyond, darunter fiel Bad Buff and Beyond, darunter fiel Plug, darunter fiel, was fällt mir noch ein? Riot, vielleicht Jeanette Neo, und noch ein paar andere. Cloth zum Beispiel. Die sind alle ein Jahr, ein halbes Jahr, 1, 2, 3, 4 Monate vor AMC, GME und COS gelaufen. Ja, AMC, GME, COS waren die allerletzten. Sollten wir zu dem Schluss kommen, dass unsere 3 großen Memes da dieses Jahr nicht laufen, dann werden wir höchstwahrscheinlich die gleiche Shooting Order haben wie 2021. Dann funktioniert das nämlich wieder. Das Beyond vor AMC und GME peakt. Ja? Sollten wir das wirklich machen werde ich mal schauen, ob ich mir eine Liste zusammenstelle. Welche von diesen alten Memes leben noch? Welche schauen gut aus? Und dann schauen wir uns auch noch an, wann welche von diesen Memes vor AMC und GME gelaufen sind. Weil ich glaube, dann wird diese Shooting Order wieder sehr aktuell werden. Und ein allerletztes noch, weil ich das heute gelesen habe. Ihr wisst, Rowan Kitty interessiert mich nicht die Bohne, was da passiert, weil es spielt für mein Tracking keine Rolle. Allerdings eins muss ich schon sagen. Ja? Es gibt jetzt nur 2 Möglichkeiten. Es war ein perfekter Tweet zur perfekten Zeit. Aber entweder es war er oder sein Account wurde gehackt. Jetzt wurde allerdings bei dieser Nachricht, die ja sofort gelöscht worden ist, dieser Scam-Coin beworben. Aus dem der nachher nach oben geschossen ist und alle Besitzer von diesem Coin in diesem Run verkauft haben. Also die haben euch diesen Scam-Coin auf den Hals gedrückt und sind mit Hunderttausenden Dollar und Millionen abmarschiert. Also für mich sind beide Varianten fucking bearish. Weil entweder sein Account wurde gehackt und er war es nicht. Ja, dann ist da nichts Bullisches dran.
Oder er war es doch. Und schlussendlich ist er ein Riesenarschloch, weil er euch mit diesem Coin gescammt hat. Was an beiden Varianten bullish sein soll, verstehe ich nicht. Aber es ist entweder oder. Entweder ist er ein Arschloch oder sein Account wurde gehackt und wahrscheinlich war es sein Bruder. Ja? Nur meine persönliche Meinung dazu. Ja? Und natürlich geht die Unfallschuldvermutung für ihn. Ja? Okay, gut. Dann springen wir schnell rein in Beyond. Ganz schnelles Update heute, weil ich weiß, dass ihr natürlich ein Update haben wollt zu Beyond, weil viele von euch spielen das ja, ich ja auch. Für die ganze Geschichte verlinke ich euch wieder das Video am Sonntag. Heute schauen wir uns noch an, was wir gemacht haben, also zoomen wir rein. Und ich sag nur, ich könnte jetzt hier mit geschwollener Brust sitzen und sagen, ja, also das hier ist eindeutig unser T und eindeutig unser W und unser Heilloch. Ja, 100% bla bla bla. Ja, nur ganz ehrlich, also das ist jetzt gerade keine Formation hier. Ja, ich meine, wir machen hier unseren Pullback. Super. Ja, wir haben jetzt hier eindeutig unser L, wir haben eindeutig unser M. Ja, dieses M wurde mit dieser Kerze hier, mit dieser einzelnen Kerze hier beendet. Ja. Wir sind draufgeschossen. Also man könnte sagen, das ist unser T. Ja. Microtracking-mäßig. Levelmäßig für die Fips sind wir, glaube ich, auch perfekt gerade dabei. Ja, wir sind unter der 618, aber noch immer über der 786. Ich habe jetzt die ganze Zeit auch schon letzte Woche und diese Woche gesagt, meiner Meinung nach, was auch immer wir machen, es wird Freitag sein. Ja. Ob jetzt das hier unser Low war, unser V, und wir machen jetzt bis Freitag das Higher Low, oder ob wir jetzt bis Freitag weiter hier runterfallen und dann am Montag hinaufschießen, ohne das Higher Low zu machen, oder wir nächste Woche kurz das Higher Low machen und dann raufschießen, kupft wie katscht. Ja? Das Einzige, was uns das sagen wird, ist Preisbestätigung. Ja? Nur das Einzige, was wir, wie gesagt, nicht machen dürfen, 70 Cent, 70,83 Cent. Ja? Diese Linie hier dürfen wir nicht berühren. Ist dasselbe wie AMC 109 oder GME 2130. Ja? Weil das dann nicht mehr A sein kann. Ja? Gehe ich noch immer nicht davon aus, aber nur damit ihr es wisst, das nicht berühren. Sonst, ich meine, ich glaube, ihr habt es alle schon in Position, bis Freitag warten. Ja? Freitag ist im blödesten Fall meiner Meinung nach unser V von diesem A, oder wir haben sogar schon das Higher Low fertig. Ja? Und danach, ja, wie im Sonntagsvideo auch gesagt, entweder wir machen was Dummes und squeezen. Es geht ja auch diese Geschichte herum, dass irgendein Vertrag mit dem US-Militär am Freitag für Fake Meat, also nicht für Beyond, aber generell für Fake Meat ausgesendet wird. Vielleicht ist es Beyond. Ja? Wäre natürlich ein geiler Catalyst zum Beispiel. Also entweder wir machen einen Squeeze nach oben, zu was auch immer, oder wie gesagt, unser nächstes Ziel ist 5 bis 6 Dollar für unser kleines B. Ja? Werden wir dann sehen. Aber solange wir 70 Cent nicht berühren, glaube ich, dass wir diesen Pullback diesen Freitag fertig haben. Ja? Schauen wir mal. Gut, nächstes ist FFEI. Einfach nur deswegen, weil erstens morgen sind Earnings. Und ich habe mich jetzt heute extra mit meinem Kollegen zusammengesetzt, mit dem Brew. Nur damit weil ihr wisst ja, ich mag die Aktie nicht. Ich bin zwar in Position, aber ich mag sie nicht, aber damit ich nicht zu engstirnig werde. Ja? Weil es ist die größte Gefahr, wenn man beim Tracking wirklich sagt, ich habe diese fixe Idee und meine Idee ist bearish und man wird blind. Man kriegt die Tunnelversion und man wird blind. Ja. Für FFI, altes Tracking noch immer top, Lower High, Midpoint T, und im bullischen Fall war halt hier im April unser Low, ja, unser V. Und fürs bullische Tracking ist halt das nächste A muss über $4 sein.
nächste B über 155 und dann Allzeit hochbrechen oder nicht. Und wie immer, ohne Forward Split brecht sie nicht über diese Linie. Ja? Also ihr seht keine Aktie bei 78.000. Seht ihr nicht. Gut, na dann zoomen wir mal da unten rein. Und meine Tunnelversion ist halt noch immer, dass dieses Ding hier unser Makro-Higher Low ist. Und nachdem dieses Makro-Higher Low fertig ist, können wir hinaufschießen. Jetzt geht mir halt allerdings auch langsam die Zeit aus. Weil dieses Low zu diesem Peak zeigt mir halt auch diesen Freitag an. Ja? Jetzt bleibt mir halt für meine Tunnelvision nur eine Möglichkeit über. Ja? Weil, um dieses Higher Low hier zu beenden, müssen wir hier drunter. Wie an der A. 27 Cent. Das bedeutet, das müssen extrem schlechte Earnings sein. Ich meine, ist nicht unmöglich. Ja? Aber das bedeutet bei den Earnings, weil die sind morgen am Donnerstag auf Freitag, After Hours, müssen wir zumindest 34% runterdonnern. Ist nicht unmöglich. Ja? Ob es wahrscheinlich ist, weiß ich nicht. Ja? Aber das muss so sein, um Freitag dann hinaufzugehen. Somit, deswegen habe ich eben versucht, vielleicht meine Tunnelversion irgendwie aufzubrechen. Und es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit bedeutet, dass das ganze Ding hier unser großes A ist. Ich weiß, es ist nicht unter T. In dem Fall wäre das hier unser T. Und es wäre halt hier, von hier nach hier, wäre unser A-Peak. Das hier wäre das Low von. Ja. In dem Fall, ja, muss unser M irgendwo hier sein. Ja, ich habe halt wirklich das Problem, ich meine, es ist Microtracking, aber als Alternative. Ja. Wäre das hier unser V schon gewesen. Und dieses Ding hier wäre unser Higher Low. Ich meine, okay, wenn wir das spielen, ja, dann wären die Earnings noch immer rot. Ja. In dem Fall müssen wir runter zu 34 Cent. Allerdings, das ist dann schon wieder leichter zu erreichen, weil das wären halt nur 16%. Ja. Weil wir müssen auf jeden Fall unter 34 Cent. Dann wäre dieses kleine Higher Low fertig und dann können wir schon was Dummes tun. Also, ich meine, ich habe schon eine Position und ganz ehrlich, ihr wisst, wie ich dazu stehe, ich werde da nichts mehr hinzufügen. Ja. Also positionsmäßig werde ich da nichts mehr hinzufügen. Ich möchte mir wirklich anschauen, was morgen passiert. Wenn wir morgen, also am Freitag, ja, wenn wir vielleicht wirklich nur 16% hier runterfallen, aber dieses High bis Freitag Schluss halten, ja, also wenn wir über 32 schließen, könnte das bullisch sein. Wenn wir 30% runterdonnern, wäre das halt auch bullisch. Wenn wir am Freitag bei 25 Cent öffnen, wäre das halt auch bullish, weil dann wäre dieses Hallo fertig. Ole. Ja? Somit, ich möchte mir wirklich anschauen, was das ist. Nur auch für FFEI alles unter 20 Cent. Ganz, ganz, ganz schlecht. Weil dann ist das hier einfach nur ein T und ihr geht's unter 10 Cent. Sage ich nur. Ja? Das wäre das Aus für das Ding. Ja? Aber noch kann man bullisch gucken und schaut nicht schlecht aus. Okay, kleines Update zu GoPro. Und ich habe GoPro jetzt ein bisschen laufen lassen. Ja? Einfach nur, um die Landmarks zu sehen. Ja? Ich habe am Tracking ein bisschen was geändert, aber allerdings nichts am Makro-Tracking. Nur am Micro-Tracking. Für GoPro ist die IPO sehr interessant, dazu kommen wir allerdings gleich. Dann haben wir hier unser All-Time High, das ist unser C, Lower High, Midpoint T. Unser fürs bullische Tracking, unser All-Time Low war April 2025. Seit April 2025 bis März 2026 haben wir unser großes Higher Low gemacht. Higher Low sind wir gebounced und nach oben.
Ja? So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu unserem Makro A. Ja? Unser Makro A muss über 13 liegen, also über unserem T. Jetzt hatte ich das vorher, dass das hier schon unser, gehen wir noch ein bisschen runter, Timeframe, ja. Im ursprünglichen Tracking war das hier unser kleines A und das wäre unser kleines B gewesen. Das hier. Jetzt ist aber die Sache, wir sind zu tief gefallen. Ja, das, äh, das ist für mich normalerweise, nee, das ist eindeutig zu tief. Aber das könnte einfach nur unser normales kleines A sein. Von weichen kleinem A rede ich. Ich rede von, wenn das hier unser kleines A ist, dann ist irgendwo hier dann unser kleines B und hier ist unser kleines C, was unser Makro A ist. Ja, nur zur Erklärung noch einmal. Wenn das hier unser A ist, dann sind wir jetzt gerade perfekt. Ja, ihr seht, ich habe hier auch meine Allets, ja, weil vom Boden bis zum Peak sind wir heute bei der 0.5 gebounced. Perfekterweise. Auch auf dieser Trendlinie hier. Breakout, Retest. Genau das, was A machen sollte. Ich meine, okay, ja, ich weiß schon, wir konnten diese Trendlinie auch so machen für unser voriges A. Allerdings schaut das halt auch super aus. Ja? Im besten Fall war es das. Nächster Move geht nach oben. Ja? Sollten wir hier trotzdem weiter runterfallen, ist unsere letzte Linie die 0.618 bei 90 Cent. Ja. Dann fallen wir noch hier runter und bouncen dann. Wäre auch noch okay. Wie in allen Fällen, die 786 hier bei 75 Cent ist ein No-Go. Wenn wir diese berühren, ja, muss ich es mir wirklich nochmal anschauen, weil ich sehe eigentlich nicht die Alternative. Aber dann wäre das hier wahrscheinlich erst M. Und dann können wir auf lange Sicht GoPro vergessen. Ich sehe es nur derzeit nicht. Ja, also für mich schaut das noch immer bullish aus. Noch einmal, was wäre dann danach? Ja, danach, wenn wir nur von meinen Regeln ausgehen. Nächster Push wäre unser Makro A. Irgendwas über 13. Ja, wenn wir einen Breakout Retest machen, okay. Ja, und dann geht es schon rauf zu B und das wird wahrscheinlich das Allzeithoch hier brechen. Was diese Aktie, also was GoPro sehr interessant macht, ist die IPO. So, für die IPO von GoPro. Linke Seite vierstündige Chart heute, rechte Seite vierstündige Chart die IPO. Und jetzt gibt es zwei Ideen dazu. Ja. Entweder dieses A, was wir heute gemacht haben, ist dieses A. Ja. Und dieses Whoopi Whoopi Whoop ist dieses Whoopi Whoopi Whoop. Ja. In dem Fall müssen wir vielleicht noch hier runter zu 618. Das bedeutet 90 Cent. Das wäre dieser Bereich hier. Dann gehen wir nochmal rauf. Und dann passiert diese Gap hier. Ja. Diese Gap schießt euch hundertprozentig über C. Und zwar mit einem Rutsch. Das bedeutet überall zu hoch. Die einzige Alternative dazu ist, dass dieses A unser Makro-A ist. Das hier. In dem Fall sind wir jetzt gerade hier. Ja. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch hier rauf, machen unser Makro-A. Ja. Das wäre das hier. Machen dann den 618 Pullback. Breakout Retest. Ich meine, in dem Fall, können wir gleich schauen, wie weit wir da rauf müssen. In dem Fall müssen wir rauf zu 26. Weil wir dürfen ja nicht unter die Trendlinie fallen und wir müssen hier bouncen, ja, bei der 6,8. Also in dem Fall schießen wir rauf zu 28. Machen dann den Pullback und schießen dann noch höher. Ja, was auch immer die News für diesen Scheiß sein wird. Ja. Das GoPro jetzt war, keine Ahnung, für die US-Drohnen die Kameras als Hauptlieferant liefert. Was auch immer. Aber dieser Move, es ist scheißegal, ob wir jetzt erst das machen müssen oder
ob wir jetzt schon hier sind, ja, das macht GoPro so extrem interessant. Ja, sage ich nur dazu. Wie gesagt, entweder wir müssen noch weiter runter zu 618, das ist auch noch okay. Wenn nicht, war das heute der perfekte Bounce. Ja? Entweder wir machen was Dummes oder wir gehen zu 26 rauf. Alternative dazu ist 74 Cent und es ist aus. Ja, mehr gibt es zu GoPro nicht zu sagen. Gut, nächstes ist Doku. Doku habe ich ja auf der Homepage schon gesagt, ich werde im nächsten Video, ich habe es leider im letzten Video vergessen, werde ich das neue Update zeigen. Diese Version ist eigentlich komplett anders wie unser originales Tracking. Fürs originale Tracking. Es hat noch was. Sage ich auch gleich dazu. Wir fangen als erstes mit dem originalen Tracking an, weil es ist noch immer eine gute Alternative. Wenn man sich das originale Tracking anschaut, dann haben wir hier unser C, unser Low High, Midpoint T, unser V. Ja? Und fürs originale Tracking, ja, wären wir jetzt gerade hier. Das, machen wir das hier mal weg, wäre das hier. Ja? Für meine Regeln ist das hier einfach Higher Low. Ja? Weil vom V zum Top sind wir unter die 6 und 8. Deswegen aber habe ich das neue Tracking gemacht, weil, wenn man sich das hier anschaut, der vergleichbare Punkt ist keine 768. Das hier ist eigentlich ein A-Pullback. Ja? Ich habe mich nur ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen blenden lassen, weil ganz ehrlich, wenn ihr euch das hier anschaut, das schaut verdammt ähnlich aus wie das hier. Ja? Wie ich immer sage, das ist das Gefährliche, wenn man sagt, oh, das schaut so ähnlich aus, geil, dann wird es hundertprozentig das sein. Nee. Somit unser neues Tracking. Ja? Was beides ist. Regeln und es schaut so aus. Was auf jeden Fall für mich eindeutig klar ist, das ist unser Higher Low. Ja? Wir sind unter T, wir sind bei der 786 gebounced. Ja? Somit das ganze Ding hier ist unser Higher Low. Deswegen tendiere ich wirklich viel mehr zu dieser Variante. Wenn wir jetzt das Schritt für Schritt durchgehen, ja, dann haben wir hier ein Doppelpeak von der IPO. Hier haben wir einen Doppelpeak. Die rechte Seite ist höher, diese Seite ist höher und wir haben ein wunderschönes U oder M, ein U oder ein W, wie auch immer man es nennt. Vergleichbar ist es hier. Doppeltop. Rechte Seite ist höher, ein U. Dann fallen wir runter. Als erster Punkt ein höheres Low als das, was danach kommt. Selbe wie hier. Wir fallen runter, machen ein höheres Low. Ja. Auch hier. Meiner Meinung nach kann man das schon fast mit Riot vergleichen, weil es landmarkmäßig fast identisch ist. Danach machen wir ein Higher Low. Selbe wie hier. Ein Higher Low. Machen dann hier diesen Hump und fallen runter auf unser Allzeitlow. Das wäre dasselbe wie, wir machen ein Hump, fallen hier runter zu unserem V, was niedriger ist als all das, was hier davor ist. Danach machen wir ein Higher Low. Das hier ist ein Higher Low. Ja. Wenn man sich das auch mit den Levels anschaut, dann ist das hier ein wunderschöner kleiner Rutsch unter die 786. Hier. Ja, und wenn man sich das jetzt anschaut mit dem, was wir jetzt gemacht haben, dann wäre das dieser Hump. Viel größer, viel länger, was normal ist fürs Fractal. Aber das hier ist unser Higher Low. Vergleichbar mit diesem Higher Low. Somit, was kommt als nächstes? Na, als nächstes kommt ein Ausbruch zu A. A muss über 113 sein, weil hier ist unser T. Und natürlich über dem Peak vom Higher Low. Gut, und das wäre halt das hier. Und wenn wir jetzt die Bars Pattern nehmen, dann ist das unser A 0.618 Pullback. Schauen wir mal, ob wir das hier kriegen. Yep. Und das wäre unser A.
Das wäre halt genau das hier. Und enden würden wir hier unten. Und das wäre das hier. Jetzt sei auch dazu gesagt, wenn wir das machen, das hier ist trotzdem eine ziemlich signifikante Landmark. Ja? Ich glaube also, wenn wir das machen, können wir das wunderschön nachher auch tracken, wenn wir dieses Peak gemacht haben, weil wir haben ein Peak, wir haben ein Lower High, zweites Lower High, drittes Lower High, viertes Lower High. Ich glaube, die werden wir abzählen können. Dasselbe gilt für die Lower Lows. Ja? Wir haben ein Low, ein Lower Low, noch ein drittes Lower Low, ein Knife und dann wieder ein Higher Low. Auch das werden wir 100%. Es kann vielleicht ein bisschen anders ausschauen. Allerdings, ich glaube, diese Landmarks werden dieselben sein. Ja? Und danach wird es erst richtig dumm. Weil dann sind wir erst hier. Was auch immer Doku in der Zukunft vorhat, das schießt euch weit über Allzeithoch. Was auch immer, warum auch immer. Ich weiß es nicht, werden wir dann sehen. Auch dazu sei gesagt, diese Zahlen, dass das Allzeithoch bei 300 ist, diese Aktie hat keinen Reverse Split gemacht. Die Zahlen sind echt. Wird geil. Schauen wir mal. Okay, und als allerletztes noch ein Community-Wunsch und zwar Spy. Ganz kurz, ganz prägnant. Ich habe jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen, glaube ich, schon gesagt, mein Ziel ist für diese Woche, letzte Woche, ja, ich glaube letzte Woche, mein Ziel für SPY und Nasdaq ist diese Woche Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dass wir 750 erreichen. Wenn ich mir die Futures jetzt so gerade anschaue, glaube ich, kriegen wir das sogar hin. Diese 750 sind aber nicht ausgedacht. Ja? Das hier ist unser Broadening Wedge, ja, von Jänner bis runter März. Ja? Und ich habe ja auch damals hier gesagt, im April, weil alle geschrien haben, shorten, es schaut genauso aus wie 2025, wir shorten das zum Tode. Ich habe davor gewarnt, das hier nicht zu shorten. Ja? Ich habe zwar auch gesagt, es ist auch gefährlich, Calls zu machen, aber shorten war eine saudumme Idee. Und danach sind wir seit März 44 Tage nach oben geschossen. Gut. Jetzt muss halt natürlich sogar ich zugeben, ganz ehrlich, irgendwann bekommen wir einen Pullback. Ja, wir rennen jetzt, wie gesagt, seit 44 Tagen 18% drauf. Der Markt geht nicht nur nach oben. Ja. Scheißegal, ob er manipuliert ist, nur Fractal ist oder was auch immer. Es muss ein Pullback her. Auch landmarksmäßig sollte ein Pullback herkommen. Das hier wäre unser A, unser mittleres A, dazu kommen wir gleich. Das bedeutet, wenn wir nicht unter die Wedge fallen wollen, ja, machen wir einen 0.5 Pullback oder einen 0.618 Pullback. Daher kommt mein Target von 750. Ja. Von diesem Low hier hinauf müssen wir so hoch gehen, dass die 0.5 nicht unter unser Boarding Wedge fällt. Ja. Und das wäre halt hier 748, 750 fürs Buy. Jetzt sei dazu eins gesagt, eine Warnung, ja, bevor wir zum kleinen Shortplay kommen. A kann auch eine 618 machen. In dem Fall wird SPY noch weiter raufgehen zu 790. Ja, deswegen ist das auch ein bisschen gefährlich, sage ich nur dazu. Wenn wir von der 0.5 ausgehen, und eigentlich gehe ich eigentlich davon aus, hier war wunderschön die Linie für 13. Mai, wird das hier lange dauern? Nein, ich gehe nämlich nicht davon aus, dass wir jetzt die nächste Broadening Wedge machen. Die Zeit ist jetzt gerade nicht. Ich gehe davon aus, dass das hier Tage oder zumindest 1-2 Wochen dauern wird. Kommen wir gleich dazu. Falls jetzt irgendeiner sagt, nee, das ist nicht möglich, weil das sind ja 9%. Was soll denn bitte passieren? Nummer 1, wir können uns, wo haben wir es? Hier, Oktober 2025 anschauen. Da hat ein Kollege von mir gesagt, ja, an dem Tag sollten wir vielleicht Putz spielen, weil er geht auch von einer Korrektur aus. Und dann sind wir innerhalb von 8 Stunden runtergeknallt 4%.
in 8 Stunden. So, wir brauchen jetzt Doppelte jetzt. Könnte man sagen, 2 Tage. Ja, würde ich nicht davon ausgehen, aber es sollte relativ schnell sein. Ja? Und dann sei auch eins dazu gesagt, unser Ziel ist 690. Und hier entscheidet es sich. Bekommen wir hier einen Bounce? Wenn wir hier einen Bounce bekommen, haben wir einen monatelangen, vielleicht sogar jahrelangen Bull Market. Weil wie gesagt, das wäre erst A. Ja? Wir gehen dann rauf, irgendwo B, Pullback C. Ja? Wie gesagt, ja? Sollten wir unter diese Wedge fallen, sollten wir 680, 90 brechen. Ja, dann haben wir einen Crash. Also dann sitze ich vielleicht auch auf Twitter und sage Crash, 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 Crash. Ja, weil, also rechts hier darunter gilt die alte Regel, ihr könnt über Wochen jeden Tag Put spielen. Selbst wenn ihr mal ein paar Tage bei einem Bounce verliert, ihr werdet positiv rausgehen, weil das wäre katastrophal. Ja, darüber reden wir dann, wenn es soweit ist, aber das wäre katastrophal. Derzeit, ich würde sagen, wir bekommen unseren Peak am Freitag. Schauen wir mal. Zu der kleinen Geschichte dazu. Das hier war Krieg. Und jeder hat gesagt, nein, Krieg ist absolut bearish. Market wird crashen, weil der Krieg ist ganz, ganz, ganz schlecht und Öl schießt nach oben und ganz, ganz schlecht. Und hier haben es dann angefangen zu jammern, wie kann das sein? Wir haben doch Krieg, der Markt ist manipuliert, es ist Crash, Crash, Crash Time. Ja, die Sache ist halt nur, Krieg ist schon lange nicht mehr bearish für den Markt. Er ist verdammt bullish für den Markt. Auch wie Russland die Ukraine angegriffen hat, ja, war das verdammt bullish für den Markt. Ja. Und die Geschichte dazu ist, dass wenn wir jetzt am Freitag das machen, bekommen wir übers Wochenende Frieden. Wirklichen Anschlagfrieden. Und das kneift den Markt. Mal schauen. Wird lustig und interessant, wenn ich recht habe. Also wenn das so sein sollte, lache ich mir den Arsch ab. Okay, schauen wir mal. Aber das wäre für Nasdaq wäre es dasselbe. Ja, ich glaube, für Nasdaq wäre es 730 oder 780, falls wir die 618 machen. Ja, also wenn wir den Goalpost nach oben verschieben, wäre es 780 für Nasdaq. Ja. Und Nasdaq ist derzeit wirklich ein Biest. Okay. War wieder mal ein längeres Video. Tut mir leid. Es geht einfach nicht schneller. Erklärvideo für die Methode wieder hier. Playlist hier. Das ganz große Sonntags-Update-Video mit AMC, GME und den anderen Stocks. Da dahinter. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like hinterlassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ein Abo. Und schauen wir mal, was wir in den Rest der Woche machen. Wir sehen uns.